Es ist sehr schön, dass Sie so zahlreich hier sind und unsere Runde verfolgen möchten. Das Thema, wo steht die HiFi-Industrie in 10 Jahren? Das fragen wir uns sicherlich alle. Vor allem aber meine Gäste in dieser Runde, die alle sehr eng mit dem HiFi-Business verknüpft sind und nicht zuletzt ich, weil die High-End Society, diese Messe, mein Job und natürlich auch mein Herz hängen daran. Und ja, mein Name ist Ali Ibrahim. Ich bin Marketing- und Eventmanager bei der High-End Society. Zu meiner Rechten Holger Baske, Chefredakteur LP, Briden Verlag, der Peter Spier von HiFi Videoschmitz in Koblenz, dann Konradin Amft, COO bei T&A Elektroakustik und Marcel Faller, Gründer und CEO von Sonoro. Und ja, die erste Frage. Wir haben schon gesagt, die Zukunft geht uns alle was an. Und ich würde gerne wissen von euch, wie sieht die High-End 2034 aus und findet diese überhaupt statt? So gerade noch. Holger, Jo, ich bin der Meinung, dass den Weg, den das Thema eingeschlagen hat, nicht beliebig lange so durchhaltbar ist. Soll vielleicht als erstes Statement erstmal reichen. Hauen tun wir uns dann bestimmt später. ja. Aber da hätte ich eine Frage an dich. Wo siehst du denn deinen Job in 10 Jahren? In 10 Jahren könnte ich sagen, habe ich Rente, wird nicht gehen, aber von daher ist die Frage eine berechtigte. Ich habe da keine Antwort drauf. Ich würde mich freuen, wenn ich einfach noch fleißig weitermachen kann. Aber Marcel, wie siehst du das? Also wenn ich sehe, wie die Welt sich hier versammelt rund um das Thema Audio, rund um das Thema Musik, bin ich da doch sehr optimistisch. Menschen aus Neuseeland, aus Australien, aus Amerika, aus Chile und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, die Stimmung auch hier ist extremst positiv. Es verändert sich technologisch viel. Das werden unsere Herausforderungen sein als Hersteller. Aber gleichzeitig bin ich sehr positiv, dass das Thema Musik, diese Emotionalität mit all den Herausforderungen, die dieser Planet ja mit sich bringt, ist das ja nochmal ein Zufluchtsort, wo man sagt, da will ich hin. Und deswegen, ich bin da sehr, sehr sicher, da wird es noch einen größeren Andrang geben, als es den heute schon hat. Jetzt haben wir eine Meinung aus dem Herstellerbereich gehört. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du das, Peter? Ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, wenn man hier schaut, wie viel hier los ist heute, und ich war die vergangenen 2 Tage schon hier und auch wenn ich sehe, was im Laden bei uns passiert, dann bin ich natürlich schon der Meinung, dass also für uns als Händler, dass die Herausforderungen größer werden, das schon, weil es immer technologisierter wird, weil es immer schwieriger wird, den ganzen Kosmos HiFi zu erfassen. Ich meine, das seht ihr ja bei euren Brands absolut, ne, wie viel Engagement ihr mittlerweile in Software und etc. steckt. Aber ich bin da total optimistisch, ich kann es nur so für mich sagen, wenn sich der Handel seinerseits aktiv mit den Themen auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist das Ding. Also kurz gefasst finde ich, Musik hören hat seinen Reiz noch nie verloren. Also Musik hören ist heute genauso emotional wie vor 50 Jahren. Nur es ist ein reines Zuführungsthema. Also wenn wir Leute in den Laden bekommen, ist die Reaktion doch genauso, wie sie immer war. Wenn jemand vor einer HiFi-Anlage sitzt und es klingt schön und es ist emotionalisiert, dann ist alles gesagt eigentlich. Also ist nur die Frage, wie begeistern wir junge Leute, in den Laden zu gehen. Das ist für mich alles. So. Ja. Was wären da konkrete Maßnahmen? Also was könnte man da machen? Ja, also ich glaube schon, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Und das ist sicherlich so die Challenge für den Handel. Also ich weiß nicht, wir persönlich für unsere Firma machen das mit unserem YouTube-Channel. Wir haben einen YouTube-Channel und einen wöchentlich erscheinenden Podcast, in dem wir viel über diese Szene reden und über Neuerungen und da auch Fragen versuchen zu beantworten, die so auftauchen. In der letzten Folge zum Beispiel ging es ganz banal um Apple Music. Wie kann ich Apple Music in Hi-Res über meine Anlage abspielen? Und das ist da musste ich selber viel lesen. Eine coole Frage, weil viele bieten Apple Music nativ integriert nicht an oder so. Also über die CD-Qualität hinaus. Jetzt, ne? Nicht 24,1 Kilohertz mit 16 Bit, sondern darüber hinaus. Und sich damit auseinanderzusetzen, das finde ich spannend, weil ich meine, natürlich bewegt sich die Jugend genau dort. Also der Kopfhörertrend ist ja ungebrochen, würde ich sagen. Ich meine, die High-End Society bietet hier unten eine World of Headphone an, die sehenswert ist, absolut. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es doch so, wenn man auf einem vernünftigen Niveau Musik hört, dann geht man im Leben selten den Schritt zurück,
sondern man möchte eigentlich den Genuss irgendwie dann nach ein paar Jahren nochmal steigern. Und ich glaube, das schafft aktuell eine große Brand wie Apple mit den Produkten, die sie anbieten, vielleicht nicht in dem Maße. Und da sehen wir hier auf der High-End ja utopisch viele Wege, hochkonzentriert Musik zu genießen. Das finde ich schön. Absolut. Konradin, jetzt haben wir viele Meinungen gehört, aber Ja. deine noch nicht. Wie siehst du das Thema? Ich bin eigentlich sehr positiv, weil ich glaube, wenn wir auf genau die Trends, die ihr aufgemacht habt, aufspringen, also dass es darum geht, Genuss oder auch Dinge so zu erleben, wie man es selber mag, das zu zelebrieren, glaube ich, werden wir uns noch mehr öffnen, weil wir ja gesellschaftlich Trends haben, die uns eigentlich in die Karten spielen. Alles wird immer kürzer. Ich habe TikTok, Instagram. Und wenn man dann den Menschen etwas bieten kann, dass sie die Möglichkeit haben, einfach mal abzuschalten, zu genießen, sich hinzusetzen mit Kopfhörer oder mit Lautsprechern, Musik so zu hören, wie sie es möchten und wie es ihnen gefällt, glaube ich, wird es hier in 10 Jahren hoffentlich noch voller sein. Konkret jetzt auf T&A bezogen. Ja. Wie willst du sicherstellen, dass T&A in 10 Jahren noch den Stellenwert besitzt, den die Firma heute hat? Wir kommen ja ganz stark aus dem Produkt. Also mein Vater, der uns gegründet hat, ist Physiker und deshalb steht das Produkt für uns an erster Stelle. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe darin besteht, wirklich die Produkte zu machen, die junge Leute und abholen auf der einen Seite, aber auch Bestandskunden nicht verschrecken. Das sind Trends wie Individualisierung, dass du also Geräte auf Software-Ebene viel mehr zu deinem eigenen machen kannst. Da haben wir bei uns jetzt drüben, kurze Eigenwerbung, aber auf dem Stand ein neues Konzept gezeigt, wie wir uns das in der Zukunft vorstellen. Und ich glaube, wenn wir auf diese Trends gehen, aber auch unsere Produkte als mehr Plattform öffnen, dass wir uns für Dienste wie AirPlay, du hast es gerade schon gesagt, oder Chromecast öffnen, also dem Kunden nicht sagen, hier ist die Plattform, die geben wir dir, sondern dass wir vielmehr sagen, du hast ein Gerät und nutze es, wie du magst, dann glaube ich, können wir da sehr positiv in die Zukunft schauen. Jetzt haben wir 4 Meinungen gehört. Ich würde 3 davon eher im optimistischen Bereich einordnen. Und Holger, du siehst es eher negativ. Woher kommt deine Erkenntnis, dass die heutige Anlage in 10 Jahren vielleicht nicht mehr dieser Maßstab ist? Ich finde das schön, wenn man versucht, die Jugend herbeizubeschwören beim Thema High-End. Ich habe meine Zweifel, dass das funktionieren wird, weil die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird und was für Musik konsumiert wird, heute ganz anders funktioniert als zu der Zeit, als eine Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer noch irgendwie Pflicht war und in jede gute Stube gehörte. Hi-Fi heutzutage ist ein Hobbyistenthema und es ist kein Massenthema mehr. Und ich meine, man sieht es nirgendwo deutlicher als bei dieser Veranstaltung, dass man sich um Hobbyisten bemüht, um Leute, die es echt wirklich wollen. Und was ich schon seit vielen Jahren sage, ich staune immer auf dieser Messe. Da gibt es immer so einen leicht fiesen Satz, der mir da immer rausfällt, der da heißt, ich finde es immer toll, dass die High-End der Ort ist, wo dieser ganze Zirkus aussieht wie eine richtige Branche. Eigentlich ist es das aber ja nur sehr bedingt. Ich meine, es ist ein Mikrokosmos, der sich so ein bisschen um sich selbst dreht. Und das ist ein prima Hobby für alte weiße Männer. Alles andere, Entschuldigung, ist Wunschdenken. Sehe ich nicht so. Ich habe jetzt Darfst die du Sicht auch des... gar nicht Nee, alles so gut. sehen. Nur, ich sehe es tatsächlich bei uns ja durch CRM-Systeme, dadurch, dass wir relativ datengetrieben sind, sehe ich das Wunschdenken, dass es das nicht ist, weil wenn wir auf Wunschdenken gehen würden, hätten wir auch ein strukturelles Problem, ganz ehrlich gesagt. Klar. Wir sehen, dass wir mit den Produkten, und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, dass wir mit den Produkten durchaus ganz andere Zielgruppen erreichen. Und da sehen wir in den Daten, dass es jünger wird. Es ändert sich auch die Käufergruppen, was wir früher hatten, die älteren Männer, die gibt es noch. Wir sind auch sehr froh, dass es die gibt, aber sei es jetzt Kopfhörer, da sind wir ja auch relativ begeistert immer von. Da sehen wir schon, nee, es sind Produkte, die plötzlich Frauen ansprechen, die jüngere Leute ansprechen. Und wenn wir diese Trends weiterverfolgen, sehen wir, dass es kein Wunschdenken ist, sondern eher eigentlich Fortschreiben von Trends. Ja, ich sehe auch bei uns, ne, ganz kurz, wenn ich sehe bei YouTube, wie die Altersstruktur ist, die Videos sieht, also sicherlich der größte Block fängt bei 45 Jahren an, so würde ich sagen, vielleicht bis 65, Ja. aber es ist nicht so.
Ja, natürlich, genau, ne? Aber es ist nicht so, dass du dann irgendwie, ich sag mal, von 25 oder 35, sagen wir eher 35 bis 45, da keine Leute mehr erreichst, sondern also das kann ich nicht sehen. Es ist natürlich schon so, dass die Frage ist, in welche Richtung möchtest du es drehen? Also, ich meine, auch ihr als LP, wenn ihr und wir im Handel, wenn wir eine A300 als Video fokussieren, wenn wir ein Stromtank-Video machen oder so, dann also über die Marke Stromtank, klar, dann adressieren wir nicht unbedingt die Leute, die jung sind, mit dem Produkt, weil es einfach sehr teuer ist. Ne? So. Aber es gibt natürlich auch andere Produkte mittlerweile in der Branche und das finde ich schon cool, wenn man hier rumrennt, was es für modern aussehende Geräte gibt, die auch preislich wieder attraktiv sind, also so für jüngere Leute, dann finde ich das schon gut, dass sich die Branche das zumindest mal auf die Fahne geschrieben hat. Ich hätte noch eine Frage an dich, Marcel. Ja. Glaubst du, dass für dich oder für Sonoro der Fachhandel in 10 Jahren noch wichtig ist? Absolut. Also ich denke gerade das Thema Musik erleben. Man kann sicherlich Produkte online kaufen und wir müssen auch als Marke auf uns aufmerksam machen, weil der Fachhandel alleine wird das nicht schaffen. Und in den Innenstädten, da findet man ja auch leider Gottes auch keinen Audio-Video-Fachhandel mehr. Aber ich glaube, diese Kooperation, dass der Mensch, der sich in ein Produkt vielleicht online verliebt hat, sagt aber vor dem Kaufprozess, das will ich mir aber mal anhören. Dafür ist der Fachhandel top aufgestellt. Und gerade in dem Segment, wo sich dieses Erlebnis dann auch begreifen kann, indem ich dann zum Händler gehe und die Beratung bekomme, da sehe ich, das wird unser Partner mit Sicherheit noch in 10 Jahren sein. Es wird ein paar geben, die diese Relevanz, ne, wie du eben beschrieben hast, die nicht verstehen, wie schaffe ich es jetzt, vielleicht wenn die Menschen doch die Jüngeren nachzuziehen, aber auch die Jüngeren zu dem Gedanken, ich glaube, die Jüngeren, die heute vielleicht tatsächlich über ihr Handy Musik hören, ab einem gewissen Punkt im Leben entwickelt man sich ja weiter. Man hat ja diese Maslows Bedürfnispyramide und dann kommt irgendwann der Punkt, wo mir diese Musik nicht mehr genug ist, sondern da möchte ich tatsächlich mal was Tolleres hören. Wir sind natürlich als Sonoro positioniert, dass wir schon ein Stück weit eine Lifestyle-Hi-Fi-Marke sind. Da ist auch die Frage, wo fängt Hi-Fi an, wo hört es auf oder wo fängt High-End an und wo hört es auf. Aber klar, wir müssen mit Angeboten und Produkten kommen, wo wir die junge Generation mitziehen und gleichzeitig auch die ältere Generation auch sagt, ich finde es ja auch toll. Der 60-, 70-Jährige heute, der fühlt sich ja nicht mehr wie 60, 70. Er möchte sich ja, oder er fühlt sich, ich bin ja auch schon über 50, ich fühle mich wie Ende 30 und ich hoffe, wenn ich 70 bin, fühle ich mich immer noch so Mitte 40, würde ich sagen. Also angehend, ich glaube, die Trends, die wir da mit neuen Technologien erschaffen können und mit Content, das ist wunderbar. Heute kann ich auf einer App 60 Millionen Lieder abrufen. Das war früher alles nicht möglich, jetzt in High Definition. Also sind so viele Chancen, die man hat. Und ich sehe das, wir müssen das Angebot schaffen, das Freude macht, Ja. Begeisterung erzeugt. Wenn wir das machen, dann wird der Trend mit Sicherheit sogar noch stärker werden. Jetzt ist es aber so, dass viele HiFi-Läden schließen, weil sich kein Nachfolger findet. Und jetzt ist ja die Frage, weil du ja sagst, du möchtest schon, auch in 10 Jahren siehst du den Handel noch als wichtigen Bestandteil. Wie kann man das verhindern? Also betrifft jetzt auch dich, Peter. Wie könnte man das angehen? Wie könnte man das verhindern? Wie kann man mehr junge Leute dazu begeistern, auch beruflich vielleicht diesen Weg einzuschlagen? Das ist eine gemeine Frage, du. Ja, ich habe dich vorgewarnt. Wir haben ja ein super junges Team, also kann ich für uns jetzt sprechen. Wir haben das große Glück, dass wir ein sehr junges Team haben. Deswegen habe ich da jetzt wenig Probleme gerade. Und ganz ehrlich, das ist doch so. Also mit den Produkten, mit denen wir arbeiten dürfen. Also ich finde das immer noch so, es gibt so oft diesen Weihnachtsmoment, ne? Du hast ein neues Produkt, ey, du packst das Ding doch heute noch aus und freust dir einen Ast. Das ist doch so. Oder wenn jede neue Schallplatte, die du öffnest, du freust dich doch einfach. Wenn ich mit neuen Systemen zu Kunden fahre, also jetzt zum Beispiel Tonabnehmer probiere bei Kunden oder so, ne, vergleichen und so. Das ist für mich die Essenz des HiFis, ist doch immer noch dieses Vergleichen. Und ich finde weiterhin, grundsätzlich muss es übers Ohr gehen, also es muss über hochwertige Musikwiedergabe gehen. Aber nochmal, der Effekt, wenn jemand im Laden ist, den zu emotionalisieren, ist gar kein Problem. Also ich finde, es ist eine reine Zuführungsgeschichte. Und dazu gehört mittlerweile verstärkt natürlich die Industrie und auch der Handel. Also die Verantwortung liegt ja bei beiden. Sicherlich auch Print. Ne? Es ist also der komplette HiFi-Kosmos muss einfach Freude bereiten. Ja, und ja, ich habe da so echt wenig Bauchweh, muss ich sagen. Apropos Print, Holger, welche Medien werden sich durchsetzen? Auf alle Fälle nicht Print.
Das ist auch ein Thema, was mich ganz konkret tagtäglich beschäftigt, und es müssen Mechanismen gefunden werden, Magazine nicht ausschließlich ans Papier zu binden. Das hat keinen Sinn. Ja. Überhaupt keinen. Was meinst du, wie müsste sich der HiFi-Markt entwickeln, um vielleicht dann in 10 Jahren noch Bestand zu haben? Da gibt es ganz viele Aspekte dran. Erstmal bin ich der Meinung, dass die Entwicklung, die da meiner Meinung nach kommen wird, durchaus eine Chance ist für Magazine im weitesten Sinne. Auch sowas, was du da zum Beispiel machst. Das ist hervorragend. Du übernimmst aber auch mit deiner YouTube-Präsenz schon einen guten Teil dessen, was der Fachhandel vor Ort bislang geleistet hat. Und ich bin mir sehr sicher, dass zumindest für Produkte im bezahlbaren Bereich, die irgendwie so im Rahmen des Fernabsatzgesetzes noch einigermaßen sinnvoll vermarktbar sind, Ja. wird die Bedeutung des Fachhandels sinken. Weil was man braucht, ist Amazon und Leute wie dich, die den Leuten erklären, wie das Zeug funktioniert und wie man damit umzugehen hat. Was machst du dann noch mit einem Fachhandel, wo 5 Verkäufer rumrennen und ein 800 Quadratmeter Ladenlokal, was du finanzieren musst? Aber ich weiß, ich will das gar nicht sein. Also ich will ja nicht der Influencer sein, sondern ich will Produkte. Spät. Das kann sein, da gebe ich dir recht. Ich war noch nie am Besuchertag, das ist ein bisschen verrückt. Da gebe ich dir recht. Aber das Ding ist wirklich, ich finde, der Mehrwert, den der HiFi-Handel hat, ist wirklich natürlich dieses Vorinformieren bei YouTube, das so Key-Features etc. Aber warum zeigen wir jetzt, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber warum zeigen wir denn keine Soundbeispiele über YouTube? Leute, es geht mir nicht darum, dass ihr dann fertig seid und kauft dieses Produkt, sondern einfach, ich möchte Anreize bieten und Lösungen zeigen, aber mir ist es nochmal ganz wichtig, dass es übers Ohr geht. Und es geht am Ende bei uns im Laden, ehrlich gesagt, also die Zuführung ist grandios über YouTube, muss ich echt sagen. Also die Anfragen, wir haben unheimlich viele Anfragen darüber, aber die Leute, wir haben keinen Online-Shop. Also wir sind, finde ich, für mich jetzt betrachtet, ein super toller stationärer Laden, wenn ich das mal so sage, weil wir in diesem ganzen Thema, was wir machen, wir nennen nie den Preis oder so. Also wir haben keinen Aktionismus, es geht nie um Sparen bei uns, sondern wir zeigen nur Produkte, die wir mit unserem Geld einkaufen, in den Laden stellen und dort vorführbereit haben, um es Leuten, die daran Interesse haben, ans Ohr zu bringen. Und dann auch quervergleichen. Und dann finde ich schon, hat so ein Laden einen sehr, sehr großen Mehrwert, weil welcher Endkonsument kann sich das schon erlauben, ne, so 3 Paar Boxen zu bestellen. Das ist auch so ein bisschen dieser Direktvertrieb, finde ich auch. Ich habe nichts gegen Direktvertrieb, aber ich sehe schon einen Nachteil für mich jetzt. Das muss ich einfach mal sagen, ich finde das ganz spannend. Der Nachteil ist doch, also jetzt haben wir einen Lautsprecher. Ich habe einen Lautsprecher zu Hause, der ist 20 Jahre alt. So, und jetzt will ich einen neuen Lautsprecher haben. Jetzt gucke ich so ein YouTube-Video oder sonst was und jetzt bestelle ich diesen Lautsprecher. Ey, wenn wir alle ehrlich sind, wie schlecht soll denn der Lautsprecher sein, der 20 Jahre jünger ist als der alte, dass der nicht besser ist als der alte, das wäre ja naiv. Also das heißt, natürlich schicken die Leute diese Dinger nicht zurück. Aber ob ich jetzt für meinen Preispunkt und mein Ohr in Relation ein vernünftiges Produkt habe, weiß doch kein Mensch. Und dann sage ich immer, es geht doch darum zu genießen. Und wenn wir jetzt nochmal für 20 Jahre so einen Lautsprecher kaufen, wie viele Stunden an Musik, und darum geht's ja, also an Emotionalität und Entspannung, habe ich denn verschenkt, wenn ich jetzt einmal einen falschen Lautsprecher bestelle? Ist doch tragisch eigentlich. Ist doch schade, oder? Es geht doch um den Spaß an der Sache. Und den Spaß zu vermitteln, das ist der Job von unserem Laden. Und das klappt bei uns sehr gut, muss ich sagen. Das ist aber auch eine Preisklassenfrage. Ich denke, man muss da einfach differenzieren zwischen Produkten, die über Online-Vertriebsformen funktionieren, und Produkte, bei denen es nicht geht. Ja, auf jeden Fall. So, das heißt, was hindert mich, bei Amazon 3 Paar Kisten zu bestellen, weil sie mich alle interessieren und mindestens 2 davon wieder zurückzuschicken nach 14 Tagen? Und was du machst, ich nenne es jetzt mal Influencer-Tum. Es ist ja alles Mögliche, aber wahrscheinlich seid ihr mit eurem Laden nicht diejenigen, die hinterher davon profitieren. Weil es genauso geht, wie es immer geht. Die Leute kaufen da, wo es am billigsten ist. Also ich sehe ja, wie es bei uns läuft. Ich kann da nicht zustimmen. Also ich mache das jetzt, ich meine, ich darf das ja so sagen, es ist ja nicht nur, nicht die Caritas, sondern wir machen das natürlich schon, weil wir sehen, dass das für uns funktioniert. Und das funktioniert sehr gut, aber mir ist trotzdem wichtig, nochmal, die Leute, die zu uns kommen, die kaufen in sehr hohen Prozentzahlen, würde ich sagen. Wir haben eine sehr hohe Trefferquote. Aber dazu gehört für mich einfach auch ein Mehrwert
im Laden. Und das ist, ich meine, komm, wir sind alle Konsumenten. Jetzt gehen wir mal weg vom HiFi. Jetzt geht mal zurück und überlegt mal, wann war ihr der letzte Mal in einem Laden, wo ihr abends auf dem Sofa saß und habt zu eurer Frau gesagt, boah, ey, da habe ich eine Beratung gehabt. Das hast du dir nicht vorgestellt. Also ich bin wegen einem, jetzt nehmen wir doch HiFi, ich bin wegen einem Radio losgezogen und da habe ich was gehört. Hey, habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, also da stand was, da musst du nächstes Mal mitkommen. So, also, ne, kauft ein Auto, versucht ein Auto zu kaufen oder eine Jacke. Die meisten leider da draußen sind einfach nicht mehr beratungsfähig. Also die Verkäufer schon alleine. Ich finde, das ist so. Also wenn ich als Konsument durchs Leben gehe, ich habe ganz selten mal ein Kauferlebnis. Das ist doch blöd. Aber ich glaube, das ist auch eure große Chance, weil wir, glaube ich, ein bisschen in den Kundengruppen unterscheiden müssen. Es gibt die ganz klar, gebe ich dir vollkommen recht, sagen, ich gucke aufs Budget. Aber ich glaube, es gibt auch die sich ein Stück weit selbst belohnen wollen. Und die gucken weniger aufs Budget, auch beim Einkaufen, sondern sagen, ich möchte ein Erlebnis haben. Ja. Wenn ich mich bei dir informiere oder auch, ich war ja schon mal bei euch im Laden, ich hatte einfach Spaß beim Hören. Und mir hat es jetzt gerade jemand auf der Messe noch erzählt, war, glaube ich, sogar bei euch und hat gesagt, ich hatte einfach Spaß in der Demo. Das war einfach ein cooles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob er gekauft hat, ich weiß auch nicht, ob es T&A war, aber das war genau der Weg, dass ich gedacht habe, das ist richtig, weil es geht darum, dass die Leute Freude daran kriegen, eigentlich dann das Produkt zu kaufen. Und die Kunden sind ja auch sehr zahlungsbereit. Ja. An der Stelle müssen wir uns kurz mal vergegenwärtigen, worüber wir hier eigentlich reden, weil wir sind gerade dabei, uns über den Status quo zu unterhalten, wie wir ihn haben. Sinn dieser Sache ist, sich über die Zukunft in 10 Jahren zu unterhalten. Welche Entwicklung findet da statt? Lässt sich die Effekte dieses demografischen Wandels, lassen die sich kompensieren indem wir halt eine neue Hi-Fi-Klientel uns herbeiwünschen? Wenn du sagst, für euch funktioniert das und bei euch sind die jungen Leute, es deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen, muss ich ganz klar sagen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich irgendwie ein anderes Marktsegment bediene mit dem Kram, den ich so mache. Aber wenn ich sag mal, Leute am Telefon habe, Entschuldigung, es sind Rentner, alle. Und das macht mir ein bisschen Bauchschmerzen aus vollkommen nachvollziehbaren Gründen, denke ich. Natürlich wächst eine Klientel nach. Natürlich gibt es auch junge Hi-Fi-Fans. Es sind nur viel weniger, als die wegfallen. War das denn vor 30 Jahren anders? Ich meine, diejenigen, die heute Rentner sind und die da oder damals Rentner waren, die gibt es heute nicht mehr, aber da rückt ja immer wieder was nach. Und ich glaube, diese Liebe zur Musik, die mit dem steigenden Alter hat man auch einmal ein anderes Budget und ist auch bereit, dafür dann auch mehr zu investieren. Und zum anderen, ja, als Teenager hatte ich auch nicht ich stand zwar mit der Nase an der Scheibe und habe mir die Braunanlagen damals alle vergöttert angeschaut, aber ich glaube, der Wandel im Leben, dann hat man andere Bedürfnisse. Ich glaube, dass jeder Mensch bei seinen Empfindungen, was diese Dinge angeht, Kind seiner Entwicklung ist. Und ab eines gewissen Alters sind wir alle mit einer Hi-Fi-Anlage in einem Haushalt aufgewachsen. Und für uns war Musik hören völlige Normalität. Aber Musik hören hat anders funktioniert damals, als es heute ist, weil es ein aktiver Prozess war, weil man was dafür tun musste. Im einfachsten Fall halt ein Radio einschalten und dann wurde man halt von irgendeiner Rotation bedudelt und ansonsten musste man sich irgendwie um Tonträger kümmern. So, das war ein aktiver Prozess. Es gab keine Alternativen dazu. Heute ist es anders. Heute Musik hören kann ich verdammt nochmal mit jeder elektrischen Zahnbürste ist ein MP3-Player drin. Und die Musik, die in der Regel läuft und die jetzt abseits der beknackten Hobbyisten, sage ich mal, läuft, ist Musik, die dafür gemacht ist, den ganzen Tag vor sich hin zu dudeln. Ich meine, heutzutage wird Musik designt, um in einer Playlist zu funktionieren, um nach 6 Wochen vergessen zu werden und wird durchs nächste Ding ersetzt. Wenn wir uns hier mal über diese Veranstaltung bewegen, was läuft denn hier? Hier läuft nirgendwo ein Titel, der jünger als 40 Jahre ist. Oh doch. Ja. Du warst nicht bei Audio Quest. Oh, Taze Hellwegen spielt nur ein neues Song. Ja. Audio Quest ist neben dem Fink. Das hört man von da perfekt, was die da spielen. Aber gut, ich meine, sicher. Holger, du musst mal in die Halle 1 gehen. Du musst mal in die Halle 1 gehen. War ich. Die World of Headphones. Ja, das stimmt. Ich habe relativ wenig Kopfhörer gehört. Ja. Das mag durchaus sein. Ja. Also. Ich würde mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil wir haben eine Frage aus dem Publikum da vorne. Ist das noch aktuell? Ja, hallo. Ich bin der Meinung, das ändert sich in den nächsten 10 Jahren doch erheblich. Und auch, wie ich zum HiFi gekommen bin, vor gut 30 Jahren, da war das wirklich noch so eine analoge Sache. Ja,
Und das ist ja heute nicht mehr. Und da gebe ich dem Holger recht. Es wird sich ändern und der ganze Musikgenuss, wenn ich das von meinen Kindern her sehe, die hören unter der Dusche, da läuft das iPhone damit und so weiter. Das ist gar nicht so der Genuss. Und Peter, ihr habt den Vorteil, ihr seid in einem hochpreisigen Segment unterwegs und von daher läuft das mit dem Fachhandel gut und auch mit eurem Podcast, das ist super und das, Danke. ja, und aber so die untere Preiskategorie, die wird auf jeden Fall aus dem Fachhandel verschwinden. Ja, das läuft über die Direktversender oder Amazon oder wie auch immer. Die Frage ist, wie wird sich das mit dem Streaming weiterentwickeln? Ja, und dementsprechend wird sich dann auch das HiFi in 10 Jahren ändern. Aber ich denke mal, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Und es wird sich halt ändern. Und ob dann nachher noch so viele das hören, hängt natürlich auch wieder von der Preisentwicklung ab. Und das finde ich schon exorbitant, wie die Preisentwicklung die letzten 2, 3 Jahre waren, wie da die Preise nach oben gegangen sind. Und da kommen wir wieder zum Holger mit den alten weisen Männern, weil die junge Generation kann es sich nicht leisten. Ich konnte mir es früher auch nicht leisten. Und von daher, Holger, hast du schon recht. Man muss schon ein gewisses Alter haben und ein bisschen was im Portemonnaie, um sich das so leisten zu können. Jetzt gehen wir über die Fragen. Was wir hier natürlich auch noch, die Besonderheit dieser Show ist, dass sie natürlich eine sehr international orientierte Geschichte ist. Und dass natürlich der in vielen Fällen angesprochene Kunde einer ist, den es in Deutschland nur in homöopathischen Mengen überhaupt gibt. Aber ich meine, alle diese, sagen wir mal, etwas exotischeren Exponate, die es hier gibt, die landen ja nicht in einem deutschen Wohnzimmer, sondern irgendwo in Abu Dhabi oder in einem Penthouse in Kuala Lumpur. Und das ist ja auch okay. Ich meine, ich sehe ja auch ein, dass ein Hersteller diesen Markt bedienen will. Das ist ja auch ein schöner Markt. Aber es ist ja keine realistische Abbildung des Hi-Fi-Marktes, die wir hier sehen. Also zumindest nicht hier für unsere Verhältnisse in Mitteleuropa. Konradin, ganz kurz, wie siehst du das? Was jetzt konkret? Also, Sorry. Sie sind ja auch der Meinung, dass in 10 Jahren, Sie würden sich ja Holger Barska anschließen, jetzt in dem Fall, weil alte weiße Männer und so weiter und so fort. Aber du bist ja jetzt auch noch was jünger und auch Peter, also die anderen natürlich auch, ne, nicht falsch verstehen. Quasi Aber gleich alt, ja. Wie ist es denn bei dir im Freundeskreis oder Bekanntenkreis? Ist es denn bei dir genauso? Holger hat gesagt, aus jeder elektrischen Zahnbürste kommt mittlerweile Musik raus, aber ist das bei dir im Bekanntenkreis auch so, dass jeder irgendwie mit dem Handy oder irgendwas Musik hört oder wird da schon Wert auch auf eine vernünftige Wiedergabe, sage ich jetzt einfach mal? Sowohl als auch. Also ich merke ganz stark, und das sehen wir auch in unseren Daten, weil wir uns da nicht nur auf Anekdoten verlassen wollen, aber was wir sehen, ist, dass die Kunden differenzieren. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Die Zahnbürste, die dudelt, das ist die eine Nummer. Dann gibt es aber auch die Kunden und auch die Freunde, die sagen, ich habe aber ganz bewusst meistens dann ein kopfhörerbasiertes System, mit dem ich wirklich genießen will. Was sich, glaube ich, ändert und was für uns eine sehr große Chance ist, dass die Kunden vielleicht aus anderer Motivation tatsächlich, und da bin ich vollkommen bei dir, kaufen, dass es nicht mehr um die Musikreproduktion als einziges geht, sondern auch um eine Art Selbstbelohnung. Ist wieder so eine Anekdote von der Messe mit einem Kopfhörer, dass jemand gesagt hat, den habe ich mir gekauft, als ich einen neuen Job bekommen habe ich mir den Solitaire T gekauft. Und dass sich die Motivation dreht. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, dass wir sagen, ja, wir holen euch immer noch auf dem technischen Niveau zum tollen Musikhören ab, aber ihr könnt uns auch kaufen, wenn ihr euch selbst belohnen wollt. Sind wir erfolgreich? Vor allem, weil das ja eine Strategie ist, die anderen Branchen, die in den 80er Jahren in der Krise waren, ich denke da an Uhren, sehr geholfen hat, die plötzlich auf einen Schlag obsolet waren durch Quarz und dann gesagt haben, wir machen Selbstbelohnung, wir machen was Besonderes, wir genießen auch ein Stück weit Dinge, die nicht immer rational sind. Und damit, glaube ich, wenn wir diese Strategie ein Stück weit replizieren und auf uns anpassen, können wir gut in die Zukunft kommen. Ja. Wir haben noch eine Frage im Publikum. Darf ich da mal kurz reinhaken, weil ich das einen sehr interessanten Vergleich finde, der an einer Stelle leider dramatisch hinkt. Und zwar richtig ist, dass das Luxusuhrensegment genau diese Entwicklung genommen hat. Das einzige Argument, was im Luxusuhrenargument nie auftaucht, ist der technische Fortschritt. Da gibt es diesen Aspekt, den wir ja alle bei Hi-Fi so gerne bemühen. So, es klingt besser als früher. Den gibt es bei Uhren nicht. So überhaupt nicht. Die Dinger sind ungenau wie doof.
Lass uns mal beim Thema HiFi bleiben. Ja, ich würde Über Uhren können wir mich uns nur später interessieren, wo unterhalten. der Vergleich hinkt. Das finde ich selber spannend. Was wir hier, jeder Aussteller propagiert, ist der klangliche Fortschritt mit den größeren, schwereren, neueren Equipment. Das ist ein Problem, was die Uhrenindustrie überhaupt nicht hat. Weil eine Luxusuhr ist so ein reines Objekt der Begierde, ohne einen echten praktischen Nährwert. Dass die zufällig auch noch die Zeit anzeigt, ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber nicht der Sinn der Sache. Von daher stimmt das schon, dass man auf genau diesen Aspekt mit seiner Produktpolitik zielen kann, dieses Selbstbelohnungsding, was völlig korrekt ist. Aber das ist mit Hi-Fi nicht zu vergleichen. Natürlich gibt es diese Form der Selbstbelohnung auch bei Hi-Fi. Ich hatte heute Morgen noch so ein Gespräch, wo mir jemand erzählt hat, ein Vertriebsmann erzählt hat, der einen Lautsprecher für diverse 100.000 Euro nach Hongkong verkauft hat, der dann mit sehr viel Aufwand dahin verfrachtet wurde, aufgestellt wurde. Und als man ihn dann anschließen wollte, sagte der Kunde, no cables, not necessary. Die Kiste steht da, weil sie so aussieht, wie sie aussieht. Nicht anschließen, um Gottes Willen. Aber dann würde das Uhrenargument schon ziehen. Richtig, Also das ist genau so. das. Und genau das ist, aber das, wie wir hier sitzen, wir wollen das ja nicht. Nein. Sondern für unsere Triebfeder beim Hi-Fi-Thema ist ja Musikwiedergabe, ist ja Qualität, ist Klang. Ja, aber schau Aber das mal. schließt sich nicht aus. Also da sehe ich den Genau. Punkt, es schließt sich nicht aus, dass du sagen kannst, wir gucken, und also ich will das jetzt überhaupt kein Strawman machen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es wird immer sehr scharf auf den einen Kunden geguckt und gesagt, was drumherum läuft, schließt sich aus, macht keinen Sinn, hinkt. Ich glaube, wenn wir auf mehrere Kundengruppen gucken, so auch wie wir beide, in ganz andere Richtungen gucken und, glaube ich, trotzdem Leute glücklich machen, Absolut. glaube ich, dann können wir da einen wesentlich breiteren Markt aufmachen. Aber ich glaube, es gibt viele Fragen, oder? Lasst uns diesen Uhrenvergleich vielleicht gleich nochmal oder nach dem Vortrag. Wir haben hier ein paar Fragen. Ich weiß jetzt nicht, wer zuerst war. Oh. Ich würde den Herrn mit dem blauen Oberteil einmal das Mikro bitte. Jetzt habe ich das Mikro. Okay. Ja. Dann machen Sie das unter Urteil ist auch Wir hören blau. auch gerne Ihnen zu. Also wenn ich mir die Diskussion hier anhöre, mit Ausnahme von Holger Baske, gewinne ich den Eindruck, dass wir sozusagen mit der HiFi-Entwicklung in die 80er Jahre zurückkommen, wo jeder Handwerker sein Geld gespart hat, um eine HiFi-Anlage zu kaufen und das zu einem Massenprodukt wird. Wenn ich dagegen in meinem Umfeld, ich bin jetzt kein Hersteller und auch kein Händler, aber wenn ich in meinem Umfeld gucke und ich bin HiFi-affin und HiFi begeistert und ich bin auch älteren Datums, 56 Jahre alt, ist halt so. Und aber wenn ich dann halt auch gerade im Vereinsleben meine jüngeren Kollegen, die sich was von mir anhören, überzeugen möchte, hier, das ist doch toll, hier, da ist es mal ein Erlebnis. Ja, sie nicken, aber letztendlich, was kaufen sie sich? Sie kaufen sich eine WLAN-Box. Ja, alles in allem, digital und über Streamingdienst können Sie die Musik hören. Das reicht Ihnen. Und wenn ich mir dann halt die Entwicklung hier der Hersteller angucke, das geht immer mehr zum hochpreisigen Segment oder zu einem ganz niedrigen Segment runter. So diese Mitte, die fehlt meistens. Ich meine, T&A ist auch so ein Hersteller, der sehr hochpreisig anbietet. Also, dass ich da einen Verstärker kaufen kann zwischen 1.000 und 2.000 Euro, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht aus. Aber wird es wahrscheinlich nicht geben. Und T&A wird auch wissen, warum sie es so machen. Aber ist das so, Konradin? Wird es das nicht geben? Ich finde es, ich will jetzt nicht ausweichen, aber ich finde es immer sehr schwer, Dinge pauschal auszuschließen. Aber wir sehen, dass wir mit unserer Strategie wachsen. Und Ja. deshalb ist es halt für Ja, uns, das- kann ich auf den Mittelmarkt Das ist sagen. legitim. Sie wachsen halt mit ihren Produkten und das ist auch gut für den Standort Deutschland und für die Arbeitsplätze und das ist alles in Ordnung. Aber hier sollte nicht der Eindruck vermittelt werden, dass wir HiFi zu einem Massenprodukt machen. Das sehe ich ganz und gar nicht in meinem Umfeld jetzt. Ich meine, wir haben 80 Millionen Menschen, ja, und HiFi-Enthusiasten, da kann man sich überlegen, wie viel Promille interessiert sind in HiFi. Das Thema war auch YouTube. Jetzt gucken wir uns mal die Follower an von YouTube-Kanälen. Ja? Das sind die HiFi-Kanäle. Ja? Und im Vergleich dazu diese irrelevanten Themen, die da mit Millionen und Hunderttausenden an Followern kommen. Ja? Ohne Zweifel, sie haben Erfolg damit.
Ja, sie haben Erfolg damit und das ist auch gut so, aber sie sind sozusagen die Ausnahme, die dann im YouTube auch so vertreten ist und damit auch Werbung für sich macht, ja. Ja, aber die große Masse, hier zum Beispiel in der Runde fehlt ein Händler, der nicht im YouTube auftritt. Vielen zum Dank. Beispiel. Ja, aber Das wird jetzt einmal, also Ich war noch 10% von dem, was ich sagen wollte, aber gut. ich glaube, du möchtest darauf antworten, Peter. also erstmal danke für den Beitrag. Also oder? Wo? Das trifft ja scheinbar auch bei vielen auf den Kopf. Ja, also ich will ja gar nicht darstellen, dass das ein Massenphänomen nochmal wird. Keine Ahnung. Kann ich auch gar nicht wissen. Ne? Ich meine, gut, sie hätten vor 10 Jahren auch nicht gesagt, dass die Platte nochmal so zurückkommt, aber ich weiß es auch nicht. Ne? So, als ich angefangen habe mit der ich habe Informationstechniker gelernt, meinen Meister da drin gemacht, habe auf dem Weg dahin unheimlich viel Zeug gemacht und dann hast du gemerkt, okay, dann kamen die iPads auf den Markt und die Tablets und jeder dachte, Fernseh gucken, das machen die jungen Leute nicht mehr. Wir haben richtige Probleme. Und im Endeffekt ist es so, die Fernseher verkaufen sich genauso gut wie vorher und am langen Ende wollten die jungen Leute, die angefangen haben auf dem iPad Fernsehen zu gucken, dann doch nicht endgültig auf dem iPad Fernsehen gucken, sondern hatten dann irgendwie doch Spaß an irgendeiner Netflix-Serie, die man auch genießen kann in einer besseren Qualität. Ich glaube nicht, dass das ein Massenprodukt wird, ist auch nicht mein Thema. Ich muss das auch nicht als Massenprodukt sehen, aber ich meine, wenn die Marke Sonore zum Beispiel da sitzt, ich sehe ja zum Beispiel ganz banal, so, wie viel tolle All-in-One-Geräte wir von Sonore verkaufen können. Ich glaube, du wolltest. Ich glaube, Marcel, du wolltest. Schöne Grüße an den Tischdienstkollegen, das freut mich. Aber genau das ist der Punkt. Da fällt mir der Satz ein, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Nein, genau das ist das Thema. Ich glaube, dass viele in dieser Runde sagen werden, wo fängt denn HiFi an und wo hört das auf? Bei unserem Verstärker, dem Maestro Quantum, da liefern wir, also auch der Fachhandel sagt, wow, was ihr als Newcomer in dem Segment da liefert, das ist schon top. Aber es werden einige sagen, naja, das ist für mich kein HiFi. Aber wir müssen natürlich als Unternehmen schauen, wo sind denn die Segmente, wo wir die Vielzahl der Kunden vielleicht dahin führen, doch mal Musik zu erleben in einer schönen, tollen Qualität. Natürlich, wenn der Verstärker 10-mal so viel kostet, klingt er wahrscheinlich noch besser, aber wer kann sich das erlauben auch? Ne? Man sieht die Herausforderungen, die wir haben, die Inflation, die Budgets werden immer knapper. Und das ist auch unser Job als Industrie, dafür zu sorgen, dass Menschen gut Musik hören können in einer schönen Qualität und hohen Benutzerfreundlichkeit. Danke, Marcel. Wir haben noch eine weitere Frage. Sorry, Gleich wir haben noch noch mal, eine ja? weitere Hab ich jetzt Frage. nicht Der Herr verstanden. im blauen Polo meldet sich schon ziemlich lange. Ja, ich wollte nur kurz sagen, eigentlich ist ja die High-End, muss verschiedene Schichten abbilden. Natürlich auch die, ich sag mal, reiferen Leute, aber auch junge Menschen. Und was mir jetzt, ich bin letztes Jahr das erste Mal auf der High-End gewesen, ist, dass zwar viele Produkte, auch sehr viele hochpreisige Produkte angeboten werden, aber ich sag mal, Leute, die noch, werde jetzt demnächst bald 50, die jetzt vielleicht unterhalb 50 sind, es ist toll anzusehen, es ist eine Erfahrung, es ist ein Erlebnis, aber auf der anderen Seite sage ich mir dann, ja, aber ich werde mir nie so ein Produkt erlauben können oder nicht annäherndweise in der Richtung. Ich finde, die High-End hat ja einen Anfang gemacht mit dieser World of Headphones, das finde ich eine ganz tolle Sache, die da unten ausgestellt wird, die ja vor allem ein junges Publikum anspricht und ich hätte jetzt einfach so einen als Punkt Also ich habe ihn zu sagen, dafür nicht bezahlt, dass, dass er das. Nee, dass zum Beispiel jetzt sowas auch gemacht würde für jüngere Leute, die sagt hier, hey, ihr könnt statt MP3-Player oder diese Internetgeschichten, könnt ihr auch ganz toll im preiswerten Segment mal reinhören, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und das, ich fände jetzt, sind ganz viele tolle Firmen hier, auch noch viele Produkte, aber ich würde mir wünschen, wenn gerade die Rede ist ja, junge Leute und junge Käuferschichten sollen angezogen werden. Wäre ja das mal eine Idee, auch für diese jungen Leute speziell einen Raum zu schaffen. Und da wären so Hallen super, um dann zu sagen, so, wir machen eine Area jetzt mit Einsteigerprodukten, um überhaupt mal jüngere Leute hier hinzubekommen und zu sagen, so, das ist auch möglich. Es muss nicht unbedingt das große Geld kosten. Vielen Dank. Ja. Darf ich ganz kurz, da gibt es ja auch das Sounds Clever Paket, was entsprechend auch dargestellt wird. Soll jetzt auch keine Eigenwerbung nur sein, aber tatsächlich, ich meine, wo hört das an, wo hört der Preispunkt auf?
aber man bekommt für 5.000 Euro einen tollen Verstärker, Standlautsprecher, einen Plattenspieler. Der eine oder andere mag sagen, das ist mir immer noch zu viel. Dann ist die High-End vielleicht auch wirklich nicht der Ort, um sich umzuschauen. Aber man bekommt Einzelkomponenten auch schon in Preissegmenten, die wirklich gut sind. Aber ich sehe das auch so, wir müssen die junge Generation, die kann auch nicht überfordert werden mit 50.000 Euro Paketen. Das ist so. Ich sag mal, so eine Messe ist ja für auch alle Schichten gedacht. Und sicher sollen auch, ich sag mal, die High-End-Sachen sind natürlich auch das, was anlockt, was mich auch unter anderem anlockt, weil man das halt nicht überall sieht. Aber ich finde, Sie reden gerade davon, wir wollen gerne junge Leute, junges Publikum für HiFi begeistern. Da muss aber auch ein Sprung gemacht werden, gerade auf so einer Messe, dass junge Leute auch kommen oder einen Anreiz sehen, ich habe eine Halle, eine Area, wo es nur Produkte gibt, die auch noch einigermaßen für meinen Geldbeutel erschwinglich sind, die ich mir auch erlauben kann, um überhaupt mal einen Weg ins HiFi reinzufinden. Und ich finde, das fehlt noch ein bisschen. Und da müsste eigentlich noch dran gearbeitet werden, um überhaupt da auch so ein Publikum erstmal zu bekommen oder Interesse zu zeigen. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, hier vorne war noch eine Frage, die würden wir auch noch mitnehmen. In der ersten Reihe. Ja, danke schön. Also meine Wahrnehmung als jemand, der auch schon lange mit HiFi zu tun hat, ist, dass diese Branche immer einer Fehleinschätzung unterliegt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass uns nur die Lungenleute fehlen, sondern Holger hat es eigentlich schon ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Wir versammeln irgendwie eine spezielle Kundenklientel, die sich schon sehr lange hobbymäßig mit diesem Thema beschäftigt. Und das hat wie bei mir halt irgendwie in den 70ern, 80ern, vielleicht auch noch ein bisschen später angefangen. Aber wenn ich mich umschaue in meinem Bekanntenkreis, die ja wissen, was ich mache, schon sehr lange, ja, die wenigsten von denen haben HiFi. Und da sind einige bei, die sind locker in der Lage, sich sowas zu leisten. Und die Leute sehen den Nutzen nicht. Und das sind nicht nur die jungen Leute nicht, sondern in jeder Altersklasse fehlen die. Und ich fand Ihren Beitrag auch sehr gut, dass Sie sagen, gemessen an dem, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland, von denen ein Drittel vielleicht Männer sind, die für sowas in Frage kämen. Wenn wir das mal jetzt mal hochrechnen und nehmen mal nur die deutschen Besucher auf dieser Messe oder generell auf den Messen in Deutschland oder die Besucher in den Läden, dann sollte man wirklich mal realistisch einschätzen, wie viel Prozent von der Bevölkerung interessieren sich denn wirklich ernsthaft für HiFi. Und nur weil aus unseren YouTube-Kanälen, das sehe ich ja auch, die Altersklasse irgendwo bei 45 losgeht bis irgendwo Ende, sehe ich das nicht, dass wir nur die jungen Leute nicht abholen. Wir holen für mich niemand ab. Wir holen die Leute ab, die seit Jahren dieses Hobby betreiben, die wissen, worum es hier geht, die das sehr schätzen. Und ich bin auch sehr dankbar für diese Kunden, sonst könnten wir mit unserem Laden ja schon gar nicht mehr existieren. Aber die Frage, und deshalb sitze ich auch hier, wo stehen wir in 10 Jahren? Muss ich mal so provokant sagen, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich einen Lösungsansatz hier gehört, was uns da rausholen soll. Und wie gesagt, es geht nicht nur um junge Leute, es geht auch um ganz viele Menschen, Leute, die viel Geld haben, die zu Hause, ich nehme jetzt keinen Namen, aber die haben halt ein paar Billiglautsprecher eingebaut. Und ich fand diesen Uhrenvergleich sehr gut, weil eine Uhr ist ja sicherlich, wie du auch richtig sagst, jetzt nicht unbedingt ein Ding, wo ich die Zeit ablese, sondern es ist ja auch ein Imagefaktor. Ja? Also wenn ich mit einer Rolex rumlaufe, dann dokumentiere ich ja auch meinen sozialen Status. Denke ich mal. Ich habe jetzt keine Uhr, aber ich kenne Leute, ne? Oder wenn ich einen Porsche fahre oder ich habe zu Hause USM Haller. Diese Menschen, da kenne ich nicht so viele, aber die ich kenne, bei denen ist alles, hat Status. Alles. Egal, was die tragen, jedes Möbel, jeder Wein, jedes Auto, egal, was sie in ihrem Leben machen, hat einen Status, hat eine Marke. Weil die Leute, die sich in diesen Bereichen bewegen, die wirklich Luxus pflegen, die wollen sich nicht blamieren. Ja. Aber die haben einfachste Anlagen zu Hause, wirklich im Billigbereich, wo ich sagen würde, naja, das wird jetzt vielleicht irgendwie für so einen jungen Menschen noch okay sein aufgrund seines Budgets, aber ich sehe Leute mit 14 Millionen Villen, und viele, die überwiegenden, die haben zu Hause, ich sag mal, Sonos. Das ist ja kein schlechtes Fabrikat, aber das ist denen nicht peinlich. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum sind wir die einzige Branche, wo es den Leuten nicht peinlich ist, im Grunde irgendwas auf dem Niveau zu haben, wo sie vielleicht irgendwann mal als Student oder Hartz-IV-Empfänger
sich das hätten nur leisten können. Und da stelle ich mir die Frage, was ist hier passiert? Wieso sind wir in diesem Luxussegment nicht drin? Das ist eine Frage. Die zweite Frage ist, warum sehe ich hier keine Frauen? Also nach meiner Einschätzung. Moment. Musst du mal nach links Das war eine provokante Frage, es sind doch ein paar da, aber Das ist wo sind Ihre Freundinnen? gutes Stichwort. Ich bin Vielen sofort Dank. zu Ende. Ich bin sofort zu Ende, weil für mich ist das, was wir machen, Musik, da geht es um Emotionen, da geht es um Menschen, die irgendwann Musik geschrieben haben. Denen ging es nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern die Leute, die unser Leben bereichern, wie Prince, wie Mozart, whatever, Beethoven, ja, die haben nie im Kopf gehabt, Musik zu monetarisieren, sondern die wollten ihr Gefühl zum Ausdruck bringen. Und ich habe das Gefühl, diese Branche hat diesen Grundgedanken, worum es eigentlich geht, weshalb wir hier sind, völlig verloren. Vielen Dank. Vielen Dank für den Beitrag. Das war jetzt viel Input. Also, Sie sagen ja, dass es nicht nur die jungen Leute betrifft oder das Problem, was man ja immer wieder hört, wir müssen mehr junge Leute bekommen, sondern dass es ein generelles Problem ist, dass das Thema HiFi nicht so angesehen ist anscheinend. Du wolltest darauf antworten, Konradin? Ich finde, da sind ganz viele super Gedanken dabei, weil das, was Sie auch gesagt haben, dieses, ich nenne es mal jetzt ganz bös, man verschreckt Kunden, glaube ich, das ist ein Stück weit ein Problem und ich weiß nicht, ob es jetzt kontrovers wird, aber ich glaube, dass es ein Stück weit auch daran liegt, dass wir vielleicht in der Vergangenheit zu viel gesagt haben, es gibt das eine Absolute und wenn du das nicht so hörst, ist es falsch. Anstatt zu sagen, pass auf, hör so, wie du Freude hast und wenn du gerne mit viel Bass hörst, ist das genauso gut. Da wirst du ein System finden, was dir Freude macht. Wenn du lieber Höhen hörst, wirst du das finden. Und ich glaube, das könnte auch das Problem sein, wenn man versucht, etwas sehr, sehr Subjektives ganz, ganz objektiv runterzubrechen. Dass da Leute sagen, ich höre es eh nicht, ich lege es weg. Anstatt zu sagen, such dir das Produkt aus, was dir gefällt, egal ob es viel Bass hat, ob es wenig Bass hat, sondern hab einfach Freude damit. Und ich glaube, dann kriegt man auch diese Leute, aber Sie haben vollkommen recht, das wird für uns noch ein Weg, der bergauf geht. Vielen Dank. Weil wir jetzt gerade die Beschwerde Darf ich noch gehört eine haben, dass, Antwort geben? aber ganz schnell, weil wir wollen ja Ja. auch eine Frau hören. Ich glaube, die Firma Sonos, naja, die hat mal mit 300 Millionen Dollar gestartet. Man muss sagen, Marketing und die Finanzpower hängen natürlich eng beieinander. Die haben sich dargestellt, wir sind eine coole Marke und wahrscheinlich sind einige ihrer Freunde, von denen sie sprechen, sagen, ich habe die coole Marke Sonos. Und ja, mit Geld kann man sich Erfolg auch kaufen halt. Ne? Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die haben eine gute Software dahinter gemacht, aber ich glaube, da ist Marketing ein ganz, ganz großer Hebel. Ja. Vielen Dank. Sie hatten sich gemeldet, die Dame da hinten. Ich würde gerne an meinen Vorredner anschließen, der ja meinte, oder anders gesagt, dass ich auch denke, wir müssen grundsätzlich erstmal viel mehr Leute wieder für HiFi begeistern. Und wo sind die Leute, die wir noch nicht erreicht haben und eben erreichen müssen? Und da denke ich, dass es eben die digitalen Kanäle sind, wenn es nicht der Handel ist. Und meine konkrete Frage wäre jetzt, welchen Content brauchen wir in digitalen Formaten, um Leute, die sich bisher noch nicht mit HiFi beschäftigt haben, dafür begeistern zu können? Finde ich ein gutes Thema. Wer möchte darauf antworten? Ich glaube, das... Peter? Also ich finde, das ist doch, also die Frage, das war mir zu komplex jetzt, ehrlich gesagt, weil es so divers war. Und also nochmal, der Ball, finde ich, liegt schon größtenteils dann bei Ihnen oder dir und mir. Also wenn es der Handel ist und wenn es der Handel jetzt lösen soll von mir aus, okay, ich bin ja dafür. Und ich finde, hey, das ist, nochmal, wenn wir zurückgehen auf das Thema Musik, dann ist es einfach immer noch genauso schön wie früher. Wenn wir uns alle einig sind, und ich glaube, da widerspricht ja keiner. Also Musik genießen ist doch jetzt für einen 15-Jährigen genauso cool wie für einen 75-Jährigen. Also wenn wir da mal irgendwie alle auf einem Level schwimmen, dann ist das schon mal cool. Dann glaube ich, das ist ein Zuführungsthema. Also wir müssen es zeigen. Und das ist interessant, klar, wie zeigen wir den Leuten oder wie kriegen wir Leute in den Laden? Aber das ist doch das Thema, finde ich. Also wir auf die Messe, wir müssen doch Menschen, glaube ich, und ich glaube, das schafft online nicht, wir müssen Menschen vor eine HiFi-Anlage setzen. Und dann erklärt sich doch die ganze Welt. Ich meine, ja, jetzt, wenn bei Ihnen die Freunde da keinen Bock drauf hatten, das gibt's ja. Und ich will auch nicht da irgendwie 95% der Menschen begeistern. Das schaffen wir nicht. Aber
es ist ja auch nicht schlimm. Also wir sind ja jetzt auch auf dem Niveau. Wir fragen uns ja nur, ob wir noch da sind in 10 Jahren. Okay, wenn das jetzt die Frage ist, dann glaube ich, auf dem Niveau, von dem Niveau aus können wir doch gut starten. So. Aber nochmal, die Begeisterungsfähigkeit ist doch das Thema. Und wenn wir hier trocken mit 5 Leuten über Musik, HiFi-Anlagen reden, ohne das Thema Musik einmal zu erwähnen, dann ist ja auch blöd. Ne? Also wir kriegen natürlich nur Leute übers Hören da dran. So, ja, ich weiß nicht, wie kriegen wir die Leute in den Laden oder mit Content. Ich glaube, der Content muss darauf abzielen, Leute nochmal vor eine Anlage zu bekommen. Und ich glaube, wir kriegen das auf unsere Art ganz gut hin. Es gibt bestimmt noch andere Wege. Das ist nur eine Rückfrage. Also so sehe ich das auch. Ich denke, am Ende wird entscheidend sein, dass eben eine Anlage, ein System gehört wird. Aber trotzdem müssen wir die Menschen ja überhaupt erstmal wieder dazu bekommen, ein Interesse dafür zu haben und zu sagen, okay, ich möchte mir etwas anhören. Und ich denke, dass da die ersten Touchpoints tatsächlich im digitalen auf jeden Fall. oder auf digitalen Wegen sein werden und auch müssen. Ja. Nur wie soll der Content aussehen, damit man eben genau diese Menschen erreicht? Genügt es, YouTube-Videos zu machen, über die technischen Details zu sprechen, oder müssen wir an einem ganz anderen Punkt anfangen, nämlich, dass Streaming toll ist, um viel Musik zu hören und so viel Musik zu hören wie wahrscheinlich die letzten 10, 20 Jahre nicht. Aber das allein ist es eben nicht. Und da Wege aufzuzeigen, Musik genießen zu können. Ich bin ja der Meinung, aber ich meine, da sitzt Demi Vesos. So, perfekt. Perfektes Beispiel für jemand, der es genau anders macht als wir, also nochmal anders macht als wir, noch unterhaltsamer vielleicht. Und wir gehen ja mehr produktspezifisch vielleicht ran und du, finde ich, machst es noch unterhaltsamer als wir, einfach cooler, so lässiger. Und das ist ein anderer Weg und das kann doch beides funktionieren. Das eine schließt sich ja nicht mit dem anderen aus. Ganz kurz, ich will nur eine Sache dazu sagen. Ich glaube, also, ja, der Content sollte, glaube ich, eben, habe ich eingangs mal kurz versucht zu sagen, die Leute da abholen, wo sie stehen. Der Gaming-Markt ist größer als Film und Musik zusammen. Weil wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Und wenn du ein Atmos gemixtes Game hast oder wenn du eben auch Atmos Tidal Zeug hast, also du hast einfach Content, der ist ja da. Wir müssen darüber reden und den Leuten das nahebringen, glaube ich. Und dann erschließt sich doch Qualität am Ende immer. Also das schon, es geht halt schöner in allen Wegen. So, und ob jetzt der Lautsprecher dafür da ist, um nachher keine Ahnung, was für ein Spiel zu spielen, bin da nicht so drin, persönlich, aber ne, also ich glaube, wir können darüber Leute zuführen, weil das Interesse an dem Themen ist doch groß. Wir haben noch eine Frage, die würde ich jetzt noch mitnehmen. Die Zeit rennt ein bisschen. Ja, cool, wenn der Dimi was dazu sagen könnte, genau. weil ich habe den ja gerade mit angesprochen. dem weißen T-Shirt. Ja, nur einen kleinen Lösungsansatz letztendlich. Also Markus hat es richtig gesagt, das Problem ist generationsübergreifend, nicht nur junge Leute. Und ich fand die Frage von dir auch ziemlich gut. Und ein Lösungsansatz ist, wie du, Peter, in deinem Laden das schon machst, du hast einen YouTube-Kanal, es gibt aber auch andere Läden, die haben eben keinen YouTube-Kanal. Und da ist dann Marketing einfach ganz wichtig von den Herstellern, von den Vertrieben. Und da Cross-Marketing, also wirklich ganz andere Branchen ansprechen. Digitale Medien sind ganz wichtig, Instagram und da auch Cross-Marketing. Es gibt so viele Influencer, warum nicht die irgendwie mit ins Boot holen? Also ganz aktiv und ganz viel. Und da gibt es junge Influencer. Ich hatte vor kurzem eine Influencerin bei mir in meinem YouTube-Studio. Die hatte absolut nichts mit HiFi zu tun. Es ging um ein ganz anderes Projekt. Und dann war die ausgeflippt, wie cool das klingt. Ja. Und das war eine wirklich ziemlich teure Anlage. Und da sagte sie, Mist, ich will jetzt sowas auch. Und ich glaube, das schaffen wir, wenn wir viel mehr Cross-Marketing machen. Ja. Vielen Dank. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt die Meinungen aus Publikum, also vielen Dank dafür, dass nicht nur dieses Thema junge Leute kommen nicht, sondern vielleicht generell dieses Thema HiFi in der Gesellschaft anscheinend noch nicht so, also schon, dass die Leute gerne Musik hören, viel Musik hören, ich glaube mehr Musik hören als je zuvor, aber ich glaube, wir kennen das alle, wenn man mal irgendwie über den Beruf spricht und über das Thema HiFi und was man macht, dass dann immer erstmal so ein bisschen so, cool, interessant, aber dass dieses Bewusstsein dafür nicht so richtig da ist. Aber Cross-Marketing könnte eine Lösung sein, aber wie kriegt man dieses allgemeine Bewusstsein hin, dass die Leute dieses Thema HiFi vielleicht ein bisschen mehr anerkennen? Dann starte ich. Wir hatten ein paar ganz interessante
Experimente gemacht in den letzten Jahren. Eins war zum Beispiel, dass wir in New York in einer Schule waren mit einer Anlage. Und auch da einfach, du hast es gerade gesagt, kriegt die Leute vor die Anlage. Und das war eine Gruppe, das waren keine Kunden. Die hatten aber teilweise ihre Eltern dabei und waren dann hellauf begeistert und haben gesagt, boah, so kann das klingen. Und auf der anderen Ebene, Dimi, du hast es schon gesagt, sowas wie Cross-Marketing. Wir sind natürlich jetzt im Luxusbereich, das heißt, für uns gelten ein bisschen andere Spielregeln, aber sowas wie Materialität einer Schallwand, die aus echtem, dickem Aluminium ist, da haben wir plötzlich Zugriffe gesehen, als wir das ausgespielt haben digital, dass wir gesehen haben, hier sind Leute auf unserer Seite, die hatten wir so noch nie, die aber darauf gesprungen sind und gesagt haben, Mensch, sowas gibt es in der Form. Ich weiß nicht, wie das in Zonen funktioniert, in denen wir nicht sind, aber das ist für uns ein Weg, Events und Dinge wie Materialität spielen, dass wir damit Leute kriegen, die es auch gar nicht erwarten, dass es dieses Interesse, was sie haben, noch in einer ganz anderen Form gibt, zum Beispiel im Hi-Fi. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen noch eine Publikumsfrage. Schaffen wir das zeittechnisch noch? Ja, was sagt denn die Regie? Passt noch. Ich glaube, da hinten war auch noch irgendjemand gerade. Ganz hinten rechts, ja. Ja, meine Frage oder meine Feststellung ist auch diesbezüglich, dass man muss die Menschen heranführen an die Musik. Das heißt, wenn für mich die Priorität eine völlig andere ist, dann ist mir das auch egal, ob jemand für 5K eine Anlage hat oder für 55. Denn ich stelle mir auch manchmal die Frage, na ja gut, manch einer kauft sich ein Auto für 70K. Dieses Auto bringt mich auch nur von A nach B. Aber das ist, wie gesagt, die Sache von Prioritäten. Wenn jemand der Meinung ist, ich möchte das gerne haben, dann kauft er sich das. Wenn er der Meinung ist, es ist ihm völlig unwichtig, dann ist es auch egal, wie gut das klingt. Und wenn am Ende des Tages eine Begeisterung für die Musik da ist, und darum geht es speziell, denn wenn die Musik mich ergreift emotional, dann bin ich auch bereit, dann zu sagen, okay, da habe ich einen Ansatzpunkt, das finde ich toll. Und wenn ich diese Steigerung höre, dann merke ich auch, lohnt es sich für mich zu sagen, ich möchte diesen Weg gehen. Und erst dann haben wir die Leute und dann machen die auch mit. Ja, das war jetzt keine Frage, aber vielen Dank. Deswegen würde ich nochmal, hier ist noch einem in der ersten Reihe hier vorne, hat der gute Mann noch eine Frage. Ja, also das war ja eben mehr so der Frageteil, was habt ihr für Ideen? Also wie soll es gehen? Also wir haben konkrete Ideen, wie wir das machen, sonst hätte ich nicht mein ganzes Geld in einen neuen Laden gesteckt. Ich finde, das größte Problem, was wir im HiFi-Bereich haben, hier wird immer von Klang gesprochen. Ja, das ist wie wenn BMW heute noch davon sprechen würde, wir bauen den besten Motor. Aber ihr wisst alle, wie die ihre Autos verkaufen. Freude am Fahren. Das heißt, die verkaufen einen Nutzen und der Klang hat keinen Nutzen. Sondern die Frage ist, was stellt denn der Klang mit mir an? Und meinen Laden hätte ich vor Jahren schon zumachen können, wenn ich nicht sagen würde, ey Leute, wir sind nicht im HiFi-Bereich, wir sind im Wellness-Bereich. Wir haben eigentlich ein Yoga-Studio, wo du dich noch nicht mal bewegen musst. Ja? Wenn du dich eine Stunde vor eine gute Anlage setzt, dann bringt dich das so dermaßen runter wie ein Joint, wie eine Pulle Rotwein, wie viele andere Dinge. Nur unser Kram, auch wenn er etwas teurer ist, hat keine Nebenwirkungen. Wenn ich diesen Ansatz nicht hätte, dann wüsste ich schon seit Jahren gar nicht mehr, wie ich meinen Laden noch betreiben könnte. Und mir fehlt halt einfach, man hat Argumente, ja, aber die Leute kaufen nur dann, wenn sie daraus einen Nutzen sehen. Und wenn es wie bei der Uhr ist, nur ein Image oder irgendwas, aber der Nutzen ist nicht die Uhr. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie möchten ganz kurz... Nur ganz kurz noch dazu, wenn das mit dem Klang sowas Ähnliches ist wie Yoga, dann würde ich nur noch mal gerne dazu einbringen, Yoga ist weitestgehend ein Frauending in dieser Gesellschaft. Wo sind die Frauen in diesen Läden? Wo sind die Frauen, die in den Fachhandel gehen, um dort sich vor eine Anlage zu setzen, ein Hörerlebnis zu haben? Frauen sind wirtschaftlich gesehen auch ein Kauffaktor, der interessant sein dürfte. Ich sehe die aber in den Läden nicht. Vielleicht sollte man über das Image auch mal nachdenken. Frauen mögen nicht gerne von oben herab belehrt werden über Technik.
Vielleicht nimmt man mal den Ansatz und geht über den Weg, die Frauen als Kundin wahrzunehmen, die auch ihre eigene Meinung mitbringt, vielleicht nicht das technische Fachverständnis, das andere Menschen bei männlichen Käufern halt einfach per se voraussetzen, aber trotzdem interessant sein könnten, auch für diese Branche halt einfach zukünftig. Danke. Absolut. Dankeschön. Schönes Schlusswort. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr schönes Schlusswort war. Und ich glaube, was uns alle verbindet, ist die Liebe zur Musik. Das kann man, glaube ich, auch festhalten. Also von meiner Seite vielen Dank an euch, vielen Dank an Sie alle. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der High End und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Danke an euch.